Wir haben eine kleine Farm gekauft in Norwegen in den Bergen an einem See. Und wir wollen hier ein langsames, einfaches Leben als Selbstversorger führen. Die Selbstversorgung mit Kartoffeln, Gemüse und Fisch aus dem See ist meine Aufgabe. Während mein Mann seiner Arbeit als Bergungsfahrer nachgeht, denn Geld braucht man, egal wie unabhängig man sich mit einem Selbstversorgerhof macht. Hallo, ich bin keine blutige Anfängerin, wenn es um die Selbstversorgung geht. Schon seit vielen Jahren bauen wir unser Essen selber an, Obst, Gemüse und Kartoffeln. Doch nun beginnen wir ganz von vorne auf unserem neuen Hof. Wer wissen möchte, warum wir umgezogen sind, der schaut bitte meine beiden vorherigen Videos. In diesem Video geht es darum, wie man einen Selbstversorgergarten anlegt, wie man ganz von vorne anfängt und wie man das tatsächlich in 4 Wochen schaffen kann. Natürlich mit all seinen Tücken und Problemen, und ich nehme euch mit auf unserem Neubeginn. Ich nehme euch mit Bildern von meinem einfachen, langsamen Leben, von meiner Arbeit auf dem Hof und von der wunderschönen Natur und Landschaft hier in der Umgebung. Einer Landschaft, die von Wasser geprägt ist, ob nun als Fjord, als See, als Fluss, als Wasserfall oder als Wasser von oben. Viel Wasser von oben. Es hat hier in Schweden in den letzten Wochen sehr viel geregnet. Und ich habe mir schnell angewöhnt, wie die Norweger zu handeln, dann rauszugehen, wenn es aufklart. Das heißt, oft bin ich morgens vor dem Frühstück rausgegangen und habe im Garten gearbeitet, habe dann gefrühstückt und bin dann mehrere Male über den Tag verteilt rausgegangen, wenn es aufklarte. Wenn man hier in Norwegen etwas schaffen will, muss man das genau so machen. Wie viele von euch wissen, bin ich sehr, sehr spät dran dieses Jahr mit der Selbstversorgung wegen des Umzugs. Dieses Jahr wird also ein Testjahr und ich werde sehen, wie die Erde hier ist und wie hier alles wächst. Ich stampfe in nur 4 Wochen die Grundlage für eine Selbstversorgerzukunft aus dem Boden. Ich arbeite schneller und mehr als gewöhnlich, denn ich hoffe auch in diesem Jahr schon etwas ernten zu können. Ich rechne damit, zumindest Kartoffeln und grüne Bohnen und ein paar Kräuter für den Winter zu bekommen. Alles andere wird sich zeigen. Die Bedingungen hier in Norwegen kenne ich bezüglich der Selbstversorgung nur bedingt. Ich bin sehr gespannt und hoch motiviert. Kartoffeln, die wichtige Knolle für den Winter, die im Grunde genommen täglich auf unseren Teller kommt. Meine Priorität. Damit starte ich die Selbstversorgung auf dem neuen Hof. Ich lasse mir 2 Äcker pflügen. Einen Kartoffelacker und die Grundlage für meinen zukünftigen Gemüseacker. Und ich lege los. Steine und Soden absammeln, reinziehen und Kartoffeln setzen. 450 Meter. Alles per Hand und alleine, denn mein Mann ist in Schweden arbeiten. Und in 5 Tagen bin ich fertig. Zwischendurch sehe ich das Gemüse in Töpfen vor, denn sonst wäre es viel zu spät und vergeudete Zeit, noch einen Gemüseacker anzulegen. So hoffe ich, dass ich zumindest einiges ernten werde. Ich gehe davon aus, dass ich im nächsten Jahr Anfang Juni ins Freiland pflanzen und säen kann. Abhängig vom Wetter. Was bedeutet, dass ich auch dann so einiges drinnen vorsehen muss. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft auf diesem alten Hof am See in den Bergen in Norwegen zeigen wird. Es gibt hier Zecken, viele Zecken. Ich habe mir schon 6 Stück aus dem Körper gepflückt. Also sense ich mir erst einmal den Weg zum zukünftigen Gemüseacker frei, um die Zeckenangriffe etwas zu minimieren. Und dann geht es los. Ich entferne auch hier alle Steine und Soden und messe aus, wie viel Platz das Gewächshaus einnehmen wird. Und dann messe ich die zukünftigen Beete und Wege aus. Ich habe mich für Beete mit 80 cm Breite entschieden,
Denn da komme ich dann von beiden Seiten gut bis zur Mitte heran, ohne mich zu sehr von den Wegen aus vorbeugen zu müssen. Und die Wege werden 50 cm breit, so dass ich sie später gut mit einem Rasenmäher abfahren kann. So, jetzt habe ich den Gemüseacker abgemessen. Da vorne werde ich das Gewächshaus wieder aufbauen. Und jetzt werde ich die schmaleren Wege von Steinen befreien und ein bisschen gerade machen, damit da das Gras wachsen kann. Denn ich will grüne Wege zwischen meinen Beeten haben. Ja, so möchte ich, dass das überall aussieht. Die schmalen Wege, da soll Gras wachsen, das ich dann mit dem Rasenmäher einfach abmähen kann. Und das etwas breitere, das werden dann die, ja, da wird dann das Grünzeug wachsen, das Essbare, das Gemüse. Die Wege, das war das kleinste Problem, und jetzt die breiteren Gemüsebeete anzulegen. Da habe ich noch ein bisschen zu tun. Ein bisschen mehr. Und hier links daneben, wo das Gewächshaus hinkommt, müssen auch noch die Steine weg und die Erde wieder brauchbar gemacht werden. Und dahinter mal gucken, wie das da wird. Das Wetter ist hier sehr unbeständig. Es gab ein paar warme Tage, an denen ich mich sogar in das Gletscherwasser im wirklich eiskalten See getraut habe. Doch meist lag die Temperatur bei 10 bis 15 Grad, viel Regen oder bewölkt. Es gab also einige Wetterzwangspausen, aber auch 2 gewollte Pausen. Draußen strömender Regen und ich bekam folgende SMS von meiner lieben Nachbarin. Es regnete draußen in Strömen, wirklich, es regnete in Strömen, und ich bekam folgende SMS. Wir wollen gleich eine Runde spazieren gehen, willst du mit? Wir, das ist eine Walk-and-Talk-Gruppe, die sich montags trifft, und der habe ich mich angeschlossen und war jetzt schon 2-mal mit. Ich musste wirklich schmunzeln, als ich diese SMS bekam, denn ich kenne das noch von früher. Schlechtes Wetter gilt hier nicht. Man kann immer losgehen, weil es kann zwischendurch aufklaren, und genau das tat es auch. Die Norweger leben nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ich kenne ehrlich gesagt kein anderes Land, wo das normal ist, dass man bei strömendem Regen eine SMS bekommt, lass uns mal spazieren gehen. Aber hier ist das so und es funktioniert und ich bin da wirklich zufrieden mit. Und die Arbeit geht weiter. Ich bin fertig mit den Wegen und den Beeten und dünge nun einmal alles mit Asche, die ich dann ein wenig einhake. Und dann mache ich mich daran, das Gewächshaus aufzubauen. Ich benötige mehrere Tage, um fertig zu werden, da ich ja ganz alleine arbeite.
Okay, das funktioniert nicht. Ich zeige euch nämlich gleich, was los ist. Tada! Und zwar ist es so, dass wir hier nur diese kurzen Erdnägel gefunden haben. Und in Schweden haben wir das Gewächshaus mit richtig langen Erdnägeln befestigt und wir haben die dort vergessen. Das war jetzt ein Versuch, das funktioniert nicht und ich muss mir jetzt was anderes ausdenken. Ja, ich habe hier jetzt was gefunden. Die habe ich verwendet als Kaninchenzaun in Schweden. Und mal gucken, ob ich hier ein Stück abgebogen kriege. Mal schauen. So, jetzt muss ich das nur noch in die Erde kloppen und dann hält das vermutlich, bis Andreas kommt und die langen anderen Dinger mitbringt, weil so heftige Stürme über den Sommer glaube ich nicht. Es kann ja mehrere Wochen dauern, bis er kommt und ich hoffe, meine Lösung hält so lange und dass das Gewächshaus nicht wegfliegt. Das Gewächshaus aufzubauen und ich würde jetzt gerne sofort loslegen mit Säen und Pflanzen, aber ich muss erstmal einen Zaun um den kompletten Gemüseacker und das Gewächshaus ziehen, denn es gibt hier richtig viele Hirsche und es ist auch so, das nennt sich Zaunpflicht hier in Norwegen, dass man an gewissen Stellen, je nachdem, also manchmal der Nachbar und manchmal wir, dann die Pflicht, um das Grundstück, komplette Grundstück, einen Zaun zu ziehen und an manchen Stellen ist der Zaun kaputt. Den müssen wir also irgendwann reparieren und dort kommen dann halt auch dann die Kühe des Nachbarns rein. Vielleicht, mal gucken. So, ich muss jetzt jedenfalls als allererstes meinen Gemüseacker sichern vor Hirschen und möglichen Kühen. Da mir die Zeit zum Pflanzen und Säen wegläuft, stelle ich den Zaun nur provisorisch auf. Ich befestige den Drahtzaun nur, indem ich ihn an einer Schraube aufhänge. Später, wenn ich mit Pflanzen und Säen fertig bin, werde ich ihn glatt ziehen und ordentlich befestigen. Und dann werde ich auch ein paar Pforten einbauen. Ja, der erste Pfahl ging echt super, aber bei den anderen hauptsächlich ist es einfach unglaublich viele Steine, also viele Steine. Viele Steine, schwere Arbeit. Doch mit einem Spett bekomme ich sie lose und die Arbeit geht schweißtreibend weiter.
bin soweit. Endlich kann ich das Gewächshaus bepflanzen. Und morgen werde ich alles einpflanzen. Ich habe hier jetzt eine grobe Planung, wo ich was hinpflanze. Und wie man sehen kann, sind meine Paprika noch richtig mini, obwohl ich die sehr, sehr früh gepflanzt habe. Das Problem ist, dass sie zu kalt standen und dann der Umzug. Ich pflanze jetzt trotzdem, ich pflanze sie ziemlich dicht, dass ich die nicht richtig anwachsen oder vernünftig wachsen, rauszupfen kann. Und naja, ich muss sehen. Also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich dieses Jahr Paprika bekomme, aber ich habe den Platz, also pflanze ich sie jetzt erstmal hin und gucke, was passiert. Ich sehe auch noch ein paar Kräuter aus, Oregano und Thymian. Und zwischen den Paprikapflanzen Basilikum. Ja, ich werde jetzt Boden setzen. Ich habe die ein bisschen vorkeimen lassen, weil es hier doch noch recht kalt ist. Ja, und mal sehen, wie das läuft. Und dann mache ich mich schleunigst daran, alles an Saat in die Erde zu bekommen, von dem ich hoffe, dass es trotz der späten Zeit noch ein wenig Ertrag abwerfen wird. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen als Direktsaat sehen, obwohl es ja eigentlich ein bisschen sehr spät ist, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich habe ja einiges vorgesät an Rüben, doch das reicht natürlich lange nicht. So, ich probiere das jetzt trotzdem. Ich habe nämlich jede Menge selbst geerntete Pastinakensaat und ich habe noch ein bisschen Mangold und Beete. Ich werde das einfach versehen und gucken, was passiert. Ich pflanze jetzt noch Salat und ein paar Rüben und Mangold und ein paar andere Sachen, die ich vorgezogen hatte. Und dann bin ich soweit fertig mit der groben Arbeit in meinem Gemüsegarten. Heute ist es tatsächlich genau 4 Wochen her, dass ich mit dem Kartoffellacker angefangen habe. Ich bin jetzt fertig mit dem Gewächshaus bepflanzen, mit Säen und rauspflanzen. Ich habe die Kürbisse und Zucchinis gemulcht. Und jetzt kommt im Prinzip noch die Kosmetik. Ich muss warten, bis im Acker alles ein bisschen gewachsen ist, damit ich da auch weiter mulchen kann. Ich muss den Zaun vernünftig befestigen und vernünftig bauen. Ich muss ein paar Pforten bauen. Ich muss hier drumherum alles ein bisschen netter gestalten und ein bisschen gerade machen, ein paar Soden weg. Ach, es sind noch einiges zu tun, aber das ist jetzt Kosmetik, denn wachsen tut es jetzt. Und ich werde hoffentlich auch etwas ernten. Wie es weitergeht, wie ich alles schön mache, wie ich alles weitermache hier auf unserem Hof, werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Gartenjahr und vielen Dank fürs Zuschauen.